Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich bei dem Podcast Quint E. Mein Name ist Beatrice Bürger und ich bin sehr gespannt, wie dir die heutige Podcast-Folge gefällt. Es dreht sich nämlich um das Thema gute Laune. Und zwar, gute Laune hält gesund. Um einen kleinen Schwenk zu machen zu dem Buch Ihre Weisheit, unser Glück, die Quintessenzen der Methusalems, möchte ich gerne einen Auszug bringen, und zwar von Christina Lösing. Also Herr Gesing ist ja deutschlandweit gereist und hat mehrere Methusalems interviewt und sie nach ihrer Quintessenz gefragt. Und sein Buch ist ja noch nicht so alt, es ist am 1. Juni präsentiert worden in Berlin. Da war ich ja persönlich auch anwesend. Der ein oder andere von euch, der hat es vielleicht mitbekommen. Und ein paar Hundertjährige habe ich also persönlich auch kennenlernen dürfen. Und es ist so, so schön, von ihm zu lernen. Und deswegen möchte ich gerne von Christina Lösing ein paar Worte für dich hier veröffentlichen. Und zwar wurde sie 1915 als eines von 11 Geschwistern in Westfalen geboren. Sie heiratete und bekam 3 Kinder, deren Erziehung sie sich widmete. Sie freut sich sichtlich auf das Gespräch mit Herrn Gesing und strahlt insgesamt eine heitere Gelassenheit aus. Sie lebt in einem Seniorenheim an der deutsch-niederländischen Grenze im Westmünsterland. Und es sei gesagt, dass Gesing all seinen Interviewten einen Namen gibt oder einen Titel, und sie ist die Gelassene. Also herzlichen Dank, Herr Gesing, auf jeden Fall für dieses wundervolle Buch. Es ist ein gebundenes Buch. Und wenn du magst, ich habe unten in den Shownotes einen Link, da findest du es, kannst es dir jederzeit gerne bestellen, weil es gibt so viele schöne Weisheiten, so viele Interviews, die hier präsentiert werden, dass das jetzt wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Es gibt ein paar Standardfragen, die Herr Gesing seinen Methusalems gestellt hat. Und die erste davon lautet: Warum, Frau Lösing, glauben Sie, sind Sie so alt geworden? Ja, ich habe eben Glück gehabt. Und man kann wohl sagen, dass ich ein heiterer, fröhlicher Mensch bin. Ich habe auch heute noch meistens gute Laune. Das trägt gewiss maßgeblich zur Gesundheit bei. Und eine stabile Gesundheit benötigt man ja, um alt zu werden. Was ist Ihrer Auffassung nach das Wichtigste im Leben? Guten Kontakt zu anderen Menschen. Da lege ich großen Wert drauf. Ich bekomme auch viel Besuch. Das ist so toll. Ja, und so allgemein würde ich sagen, ist eine gute Ausbildung wohl ganz wichtig, um später beruflich fest im Sattel zu sitzen. Jetzt kommt eine Frage, ich möchte kurz anmerken, Frau Lösing, 103 Jahre alt. Unsere Methusalems, die heute noch leben, haben ja unter anderem 2 Weltkriege miterlebt. Ja. Und die nächste Frage ist unter anderem: Wie haben Sie in Ihrem Leben Stress, Ärger, Ängste, Konflikte und Krisen bewältigt? Ach ja, so ist es ja im Leben. Solche Dinge kommen vor. Wo Menschen sind, da menschelt es. Es scheint nicht alle Tage die Sonne. Aber man weiß doch, dass alles vorbeigeht. Manchmal regeln sich solche Dinge auch von ganz alleine. Ich habe das oft erlebt. Und wenn man mal bedacht hat, wie heute der ein oder andere tickt und damals, ich lasse das jetzt einfach mal im Raume stehen, vielleicht machst du dir einfach mal deine eigenen Gedanken darüber. Nächste Frage von Herrn Gesing. Was raten und wünschen Sie den heute jungen Menschen? Die tun doch, was sie wollen, und Frau Lösing lacht. Aber so soll das ja auch sein. Ich finde, sie sollten auch nicht immer auf das Negative gucken. Die Jungen dürfen ihre Jugend auch genießen. Aber sie sollten auch lernen, mal allein sein zu können. Lernen, es mit sich selbst aushalten zu können. Alleine sein bedeutet doch nicht unbedingt einsam sein. Allein sein kann auch sehr schön sein. Ich bin gerne zwischendurch auch mal für mich allein. Was ist Ihrer Ansicht nach der Sinn des Lebens? Häufig Dinge tun, die einem Spaß machen, am besten in der Freizeit und bei der Arbeit. Was bedeutet Glück für Sie?
Ich sitze am liebsten in dem großen Sessel da hinten. Das ist der bequemste im ganzen Haus. Ich sitze meist den ganzen Vormittag dort und beobachte, was im Haus passiert. Dann sitze ich da und schaue zu, lasse alles auf mich wirken und bin glücklich. Haben Sie noch Träume und Wünsche? Ab und zu noch mal ein wenig Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Wie heute von Ihnen. Nein, wirklich, mehr brauche ich nicht. Ich bin rundum zufrieden. Herzlichen Dank, Frau Lösing und Herr Gesing, für dieses tolle Interview. Christine Lösing, wie gesagt 103 Jahre, ist der Meinung, dass gute Laune maßgeblich die Gesundheit beeinflusst, wie du gerade gehört hast. Unsere Hochbetagten übermitteln uns Wissen und Lebenserfahrung, die mehr sind als nur leere Worte oder schön geschmückte Sprichwörter in einem Seminar. Also perfekt für den Beweis der Authentizität des Lebens möchte ich gerne hier ein wenig näher drauf eingehen, weil es so wunderbar zu unserem Projekt passt. Denn seien wir einfach mal ehrlich. Heutzutage ist gute Laune ziemlich rar geworden. Zumindest in unseren Breitengraden. Oder findest du nicht? Ob im Bus, im Supermarkt oder steh alleine mal im Stau, am Arbeitsplatz oder zu Hause. Ja, sogar im eigenen Spiegel. Man trifft irgendwie überall auf schlecht gelaunte Menschen. Und dabei ist es so einfach zu finden und es ist kostenlos. Und kein anderer ist dafür verantwortlich, außer du selbst. Dass man nicht jeden Tag mit einem Grinsen im Gesicht aus dem Bett steigt, ist ja auch klar. Und darum geht es hier auch gar nicht. Doch wer möchte schon lange mit einem weniger schönen Gefühlskessel brodeln und umherlaufen? Ich glaube, du kannst das bestimmt nachvollziehen. Gesundheit, und das ist das Interessante an der ganzen Geschichte, lässt sich trainieren wie ein Muskel. Und da ich ja das Glück hatte, mit 4 angefangen zu haben mit dem Tanzen, hallo Deutsch, habe ich ja selbstverständlich am eigenen Körper gemerkt, wie interessant die gesamte Struktur des Körpers funktioniert, also von klein auf an. Und jeder Hochleistungssportler, der wird das bestätigen können, wenn man regelmäßig jeden Tag die Woche, und es sind mindestens 6 Tage pro Woche, seinen Körper trainiert. Es bewegt sich so viel. Wenn man mal in die Sommerferien dann geht oder in Urlaub und man bewegt sich nicht, erstens bekommt man Mangelzustände, ja, also in Anführungsstrichen, man vermisst es wahnsinnig, und zum anderen, wenn man wieder zurückkommt, dann spürt man richtig, wie der Körper sich innerhalb von 4 oder 6 Wochen verändert hat. Also wirklich, ich spreche hier von regelmäßigem Training. Und Willibald Ruch, das ist jetzt das Interessante, der Leiter der Fachgruppe Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik der Universität in Zürich, ist der Meinung, wer sich etwa jeden Abend überlegt, und sei es nur selbst 6 Tage die Woche, das habe ich jetzt eingeschoben, welche 3 komischen Sachen er tagsüber erlebt hat, werde künftig stärker daran erfreut sein können, wenn er lustige Dinge mal passieren. Es wurden sogar Wiederholungsstudien vollzogen, die belegen, dass nach einem 8-wöchigen Humortraining, in Anführungsstrichen, sowohl die Lebenszufriedenheit als auch der Humor 2 Monate nach Abschluss des Programms noch erhöht waren. Und wir sprechen hier wirklich nur von 2 Monaten. Mach das mal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr. Es gibt Menschen, die ähnlich ticken vom Charakter her, von ihrer Eigenschaft her, die grundsätzlich positiv denken. Ich erinnere nur einmal an das Interview von Leopold Kuchwalek. Achtung, falls du es noch nicht gehört hast. Die 6. Folge müsste es, glaube ich, gewesen sein. Leopold Kuchwalek, hör sie dir an. Es ist so schön. Es hat in diesem Zeitraum des Programms ein Perspektivenwechsel stattgefunden, und das ist das Spannende, was nämlich bedeutet, dass negative Ereignisse ihre Schwere verlieren und positive Ereignisse stärker wahrgenommen werden. Und die US-Psychologin Barbara Fredrickson hat ebenfalls nachgewiesen, da gleicht sich das eine mit dem anderen, dass eine heitere Grundeinstellung das Handeln, das Denken und die Gesundheit beeinflusst.
Ihren Untersuchungen zufolge steigert so gute Laune, die Kreativität, erhöht die Leistungsfähigkeit und verbessert zudem die Problemlösungskompetenz. Und das ist im Beruf, also in der Geschäftswelt, auch so wichtig, weil es gibt so viele Firmen und Unternehmen, da sind die Leute krank, da ist eine schlechte Stimmung und ich meine, weshalb werden so viele krank? Weshalb steigen in der Medizin, in der Gesundheit, in der Krankenstand? Ganz, ganz viele sagen ja mittlerweile, es ist psychosomatisch bedingt. Was heißt das überhaupt, psychosomatisch? Also, es ist nicht ganz ohne, wirklich an seiner guten Laune, an seiner Stimmung zu arbeiten. Unabhängig davon sollte man natürlich auch seine Arbeit lieben. Love it, leave it or change it, fällt mir dabei ganz spontan ein. Vielleicht kennst du den Spruch. Love it, leave it or change it. Das heißt, liebe deine Arbeit oder diesen Zustand. Leave it heißt verlassen oder change heißt ändern. Ja? Liebe, ändere diesen Zustand oder love it, leave it or change it. Du weißt, was ich meine. Jetzt huschel ich mich gerade. Ich komme mal ganz kurz wieder zurück zu meinem Kern. Und zwar möchte ich gerne, damit du ein wenig Anschwung kriegst und ein paar Tipps hast zum Umsetzen, dir ein paar Empfehlungen geben, wie du deine gute Laune ganz, 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 ganz schnell wieder zu dir zurückholen kannst. 3 Punkte nur. Die sind super easy. Du wirst es gleich selber spüren. Gehe in die Natur. Das ist der erste Punkt. Gehe in die Natur, mache einen Spaziergang. Das kann nämlich Wunder wirken. Frische Luft, Atmung. Du nimmst die Natur ganz anders wahr. Die Tiere, das Bäume rascheln, wenn es im Herbst ist und das Laub unten auf dem Weg liegt und der Wind durch die Blätter weht und einfach in den Himmel schauen und gucken, okay, wann hast du denn übrigens das letzte Mal in den Himmel gesehen? Wann war das? Mache einen Spaziergang in der Natur. Es ist mehrfach nachgewiesen, dass bereits ein kurzer Zeitraum genügt, um den Pegel des Stresshormons und auch des Blutdrucks zu senken. Du wirst entspannter, dein Selbstwertgefühl, der steigert sich und du kannst dich besser konzentrieren. Der zweite Punkt ist, ob im Büro, zu Hause oder unterwegs, das spielt keine Rolle. Viel trinken. Und das kennst du sicherlich, ne? Minimum Wasser, 2 Liter etc. Es ist sehr, sehr simpel und pauschal gesagt, es steckt so viel dahinter. Viel trinken. Und damit meine ich nicht den Alkohol. Der Wasserhaushalt ist nämlich mit das Wichtigste für deinen Körper. Denn er besteht aus etwa 70% Wasser. Dein Gehirn sogar aus etwa 90%. Und wer zu wenig trinkt, ich kann es an meinem eigenen Leib bestätigen, vor mehreren Jahren war das nämlich noch so, wer zu wenig trinkt, der bemerkt erst zu spät, dass es so ist. Wenn der Körper dehydriert. Man wird unruhig, gereizt und die Stimmung sinkt. Bei mir war es sogar so, dass ich Kopfschmerzen bekommen habe. Ich habe gar nicht mehr richtig zugelassen zu trinken und zu essen. Ich habe es teilweise auch vergessen, weil der Druck einfach zu hoch war und weil man Aufgaben hatte, die erledigt werden mussten oder Termine einhalten für Übergaben etc. Also du kennst es bestimmt. Viel trinken. Das steigert deine Stimmung und deine Konzentration. Nimm etwas Vitaminreiches zu dir. Das ist der dritte Punkt. Klingt sehr simpel, ist es auch. Und wenn du ein paar Nüsse beispielsweise dir mit ins Büro nimmst, Sonnenblumenkerne beispielsweise oder Paranüsse, sie enthalten Vitamin B1 und das hilft dir auf jeden Fall, deine gute Launepegel nach oben zu bringen. Haferflocken oder Linsen. Linsen beispielsweise, wenn du abends dein Mittagessen vorkochen solltest. Ja, dann kann man das ganz gut bei dem einen oder anderen vielleicht, der hat eine Mikrowelle im Büro, dann kann man sich das warm machen. Linsen oder Haferflocken, die enthalten Zink, was dir bei der Produktion von Serotonin hilft. Serotonin ist ein Glücksbotenstoff, also ganz wichtig. Dann gibt es Kokosprodukte, sehr, sehr viele heutzutage, hier bei uns glücklicherweise auch schon zu kaufen. Kokosöl, Kokosmilch, Kokoswasser etc. Die versorgen deinen Körper mit Selen. Selen, ganz wichtig. Es hat nämlich eine antioxidative Wirkung und das Nervengewebe, das wird geschützt.
Dann gibt es noch einen ganz simplen Punkt, okay, im Winter oder im Herbst vielleicht manchmal etwas schwierig zu finden, doch vor allen Dingen jetzt, wo der Sommer so schön ist, tanke Sonne. Denn damit wird der Vitamin D-Haushalt produziert. Also eigenständig in deiner Haut wird es gebildet. Vitamin D. Und das ist unglaublich wichtig für deine Knochen und vor allen Dingen auch für dein Immunsystem. Dadurch, dass wir hier zum Beispiel in Deutschland oder auch in den umliegenden Ländern eher wenig Sonneneinstrahlung haben, ist es seit ein paar Jahren sogar so, das haben viele Schulmediziner auch erkannt, dass man am besten Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel dazu nehmen sollte, also in Kapselform, Tablettenform an Anführungsstrichen. Ich persönlich bin kein Freund von Nahrungsergänzungsmittel beziehungsweise Tabletten etc., aber, das sage ich jetzt ganz bewusst, es gibt das eine oder andere, was man dennoch für seinen Körper ganz, ganz individuell nutzen kann. Und da müsstest du ganz einfach für dich selber herausfinden, was das ist. Also sprich wirklich direkt am besten mit deinem behandelnden Arzt, deinem Allgemeinarzt und frag ihn, was du tun kannst. Du kannst einfach, das habe ich letztens auch erst gemacht, einen Check machen beim Arzt, einen Gesundheitscheck, gucken, wie ab einem gewissen Alter sollte man das ja sowieso machen, die Sehstärke, Herzrhythmus, dein Lungenvolumen, Blutwerte entnehmen. Und bei den Blutwerten ist es ein Baustein, da kannst du das mit bestimmen. Das ist, glaube ich, ein extra Punkt, kann ich mich erinnern, den ich wirklich explizit beim Arzt ansprechen musste, beziehungsweise mir empfohlen wurde auch. Und damit wird dann der Vitamin D-Haushalt getestet. Bei vielen ist der einfach zu gering, viel zu gering. Und somit kann man natürlich auch die Basis für ein schlechtes Immunsystem in sich tragen, von Hause aus. Also vielleicht als kleinen Tipp, lass das einfach mal testen und dann weißt du ganz genau, ist das was für mich, das zusätzlich zu nehmen, ja oder nein. Ja, und dann wären wir schon am Ende dieses Podcasts. Ich freue mich ganz, ganz doll über deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Du konntest das eine oder andere als Tipp für dich mitnehmen. Und auch die Worte von der Christina Lösing haben diesem Ganzen nochmal ein Gesicht gegeben, dass die gute Laune maßgeblich zur Gesundheit beiträgt. Ja, sie hat das am eigenen Leib gespürt und erlebt und die Dame ist über 100. Ich möchte es gerne nochmal betonen, dass es so, so wichtig ist. Ja, und heute ist der 28. August. Ich bin ein wenig verwirrt manchmal. Ich habe noch einen Jetlag. Ich war gestern auf der Heimreise von Costa Rica nach Deutschland, bin gestern erst gelandet. Und wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann vielleicht warst du sogar auch dabei bei unserem ersten Live-Webinar am letzten Samstag. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es geht jetzt wirklich schnurstracks bergauf, also Quint-E lebt und es wächst und gedeiht und es ist so, so schön, auch Fachexperten dabei zu haben und zu interviewen und einfach dir diese Möglichkeit zu bieten, hier an Wissen ranzukommen, über den Podcast beispielsweise gratis. Du kannst dein Wissen vertiefen beziehungsweise auch persönlich an dir arbeiten. Das habe ich auch vorgestellt. Es gibt nämlich seit einiger Zeit, arbeite ich sehr, sehr intensiv daran, endlich das Quintessenz-Basisprogramm, Quintessenz diesmal anders geschrieben, das ist ein bisschen tricky und zweideutig, es ist so schön, diese Wortspielerei, die mag ich sehr. Das Basisprogramm, das ist mit 4 Wochen Arbeit verbunden, sprich so aufgebaut, dass es innerhalb von 28 Tagen, besser gesagt 25 Tagen sogar durcharbeiten kannst. Es gibt 5 Module, die dabei eine Rolle spielen, die wir nacheinander aufbauend durchgehen und ja, das wird dir auf jeden Fall die Augen öffnen, dir Mut zeigen, Ängste überwinden und endlich im Heute, Hier und Jetzt leben. Also wenn du einer von denjenigen bist, die nicht so gute Laune hin und wieder haben und denkst, oh verdammt, wie kann ich da rauskommen, ist das auf jeden Fall auch was für dich. Ich möchte nur ganz kurz den Hinweis geben, dass du dieses Programm jederzeit buchen kannst, egal wann, und es wird auch danach sofort freigeschalten und ich freue mich
freue mich, wenn du mir darüber Feedback gibst, wenn du dieses Programm vollzogen hast, dann kannst du das gerne kommentieren. Schließ dich unserer Facebook-Gruppe an, wenn du bei diesem Programm mit dabei bist. Es gibt so viele schöne Sachen, die damit zu tun haben. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal einen ganz, ganz tollen Tag noch. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne einen Kommentar bei Instagram unter be.assisted, also be-assisted, findest du mich. Da gibt es jeden Dienstag zu dem Podcast auch einen Post. Und hinterlass dort gerne deinen Kommentar oder deine Fragen, wenn irgendwas Spezifisches zu dieser Podcast-Folge ist. Jederzeit gerne. Du kannst unseren YouTube-Kanal abonnieren. Da sind wir auch regelmäßig. Die Podcasts, die gibt es mittlerweile auch in einer Vielzahl von Folgen auf Englisch. Also falls du jemanden hast, der Englisch spricht und das Thema ganz spannend findet oder mit dem Älterwerden irgendetwas zu tun hat, oder du hast vielleicht auch einen 100-Jährigen in deinem bekannten Familien- oder Freundeskreis, dann lass es mich wissen. Dann versuchen wir alles möglich zu machen und diese Person zu interviewen, die für dich ein Vorbild ist, wo du sagst, wow, die Person ist klasse, das müsste die ganze Welt wissen. Dann wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag noch. Vielen Dank für dein Dasein, für dein Vertrauen, und du gibst mir damit, indem du immer wieder diesen Podcast hörst, ganz, ganz viel Kraft und Vertrauen und Mut. Und meine Ängste werden auch immer kleiner. Also, pura vida in diesem Sinne. Alles Gute, deine Beatrice.